Leute, heute sind wir wieder unterwegs und wollen uns eine ehemalige Luftmunitionsanstalt anschauen. Das ganz weit im Wald versteckt. Mal gucken, was wir alles noch so finden. Wird bestimmt ganz interessant. Man sieht auch schon hier Vorsicht geboten. Also bestimmte Gebiete in dem Abschnitt sollte man so oder darf man so nicht betreten. Also aufpassen. So, hier haben wir jetzt schon mal eins von diesen Munitionshäuschen. Also das sieht jetzt aus wie ein Bunker. Ist auch sowas in der Art, aber man nennt das eher Munitionshäuschen, wo praktisch die ganze Munition halt gelagert wurde. Davon soll es bis zu 50 Stück geben. Hier sieht man noch ein bisschen ganz leicht zu erahnen, das Camouflage hier an der Seite, das abgetarnt wurde. Und jetzt können wir hier mal eben reingucken. Das ist natürlich alles schon hier gesprengt worden von den Amerikanern damals. Also die sind so im Schnitt 10 mal 10 Meter. Es gibt auch welche, die sind noch ein bisschen größer. 15 mal 15. Und da wurde praktisch dann die Munition halt gelagert. Bis sie dann halt zum Einsatz gekommen ist und weiter transportiert wurde. Ja, hier ist halt nichts mehr zu sehen wie das Fundament. Hier oben sieht man halt noch die Decke praktisch. Ein Teil davon. Hier ging es irgendwie noch rein. Das ist jetzt hier alles im Prinzip draufgekippt. Und da bin ich jetzt gerade reingegangen. Also wir sind schon praktisch drin. Also 10 mal 10 Meter, das haut hin. Ja, und dann ist das hier im Prinzip gesammelt worden, das Ganze. So, jetzt bin ich hier mal in die nächste Ecke in den Wald eingebogen und dann haben wir auch schon das nächste Munitionshäuschen und hier sieht man jetzt noch ein bisschen mehr. Sieht man auch die ganzen Fundamente, die ganzen Balken drin. Ein bisschen nach hier unten gucken. Da unten ist schon das ganze Wasser, was sich gesammelt hat. Ja. Und hier ist im Prinzip wieder alles drauf. Waldboden hat sich alles schon zurückgekämpft, Bäume schon drauf gewachsen. Ja, die Anlage bzw. alle Gebäude wurden halt von den Amerikanern gesprengt. Das war mal zum Teil früher noch abgesperrt. Hier wurden damals von der Bezirksregierung halt eine ganze Zeit das Ganze noch verwaltet und die restliche Munition auch noch gesprengt bzw. verlagert, was noch so gefunden wurde. Oder es wurde, glaube ich, teilweise noch benutzt, um halt gezielt irgendwelche Munition auch noch zu sprengen. Und dann wurde das Ganze praktisch dann wieder abgegeben, beziehungsweise man hat sich dann jetzt hier wieder zurückgezogen und
So Leute, hier wird es nochmal ganz interessant. Hier ist mal einer, der ist ein bisschen besser in Schuss noch. Da ist zumindest der Eingangsbereich noch gut erhalten. Man sieht auch hier, ganz witzig, so provisorisch praktisch, das Ganze abgetarnt. Wobei ich denke mal früher, dass hier auch sehr viel Wald stand und dass die so schon schlecht zu sehen waren, zumindest aus der Luft. Aber da müsste man vielleicht noch mal näher recherchieren. Ja, hier sieht man nämlich dann eine komplette Mauer, die noch steht. Ist im Prinzip jetzt hier nur das Dach weg. Ja, da waren wahrscheinlich mal Fenster drin, vermute ich mal. Sonst ergibt das jetzt hier keinen Sinn. Also wie gesagt, das ist jetzt kein richtiger Bunker. Man sieht halt auch, ne, wenn ich jetzt hier so fasse, das ist vielleicht maximal so breit, vielleicht ja, maximal 10 cm. Das ist jetzt kein Bunker, wo man sich jetzt gegen Luftangriffe so wirklich hätte schützen können. Es wurde dann halt einfach nur die Munition gelagert. Aber was jetzt genau, gut, wenn es jetzt für die Luftwaffe gewesen ist, dann halt speziell halt Bomben für die Flugzeuge. Ne? Also Kleinkaliber Sachen denke ich jetzt eher weniger. Ja. Ja, der ist jetzt ein bisschen länglich geschnitten. Ja, mal schauen. Mal schauen, was wir noch so finden. Ja, jetzt haben wir hier nochmal was Interessantes entdeckt jetzt. Direkt neben dem Bunker ist wie so eine kleine Schleuse. Wir wissen es jetzt nicht genau. Hier sieht man noch die Metalltüren. Und hier praktisch so eine Klappe. Für was das jetzt genau dann war hier. Das erschließt sich uns jetzt nicht so wirklich. Das Ganze jetzt nochmal von der Seite. Dann jetzt hier wohl irgendwie mit so einem System praktisch, weil die Bomben haben ja auch ein gewisses Gewicht gehabt, dass man die hier irgendwie so durchgeführt hat, um rein und raus zu transportieren, um Sicherheit zu gewährleisten. Ich denke mal, dass das Sprengmittel und der Zünder ja irgendwie voneinander erstmal getrennt gewesen sind beim Transport. Keine Ahnung. Das müsste man noch recherchieren, was das dann jetzt genau gewesen ist. Ja, so ein wirklich intaktes Munitionshäuschen wird man hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Das ist halt immer zum Teil halt gesprengt. Hier hinten ist auch wieder praktisch hinten alles eingestürzt, nur dass man praktisch noch die Eingänge hier erkennen kann. Und das Dach ist im Prinzip immer komplett weggesprengt mit den tragenden Säulen, so dass man es halt nicht mehr verwenden kann. Ne? Ja, hier sieht man jetzt hier, wie das Ganze praktisch noch so zusammengesetzt gewesen ist. Hier an den Seiten halt auch immer irgendwie. Man sieht dann halt immer noch mal ein paar Metallwinkel, Verstrebungen. Aber man kann es nur zum Teil erahnen, wie das mal ausgesehen hat. Und was jetzt richtig interessant wird, ist die Anlage, die jetzt hier kommt. Und das sind solche Zuführerbrücken, also praktisch Brücken, die sind leider halt auch nicht ganz fertiggestellt worden.
Die hatten im Prinzip die Aufgabe, das Ganze hier zu versorgen. Da gibt es 2 Stück davon. Eine müsste noch weiter hinten kommen. Die gucken wir uns gleich an und versuchen das Ganze auch mal aus der Vogelperspektive aufzunehmen. Dann starten wir gleich mal die Drohne. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig interessant. So, jetzt sind wir hier oben angekommen und jetzt haben wir hier einen spektakulären Aussichtspunkt auf diese 2 Brücken. Seht ihr die zweite Brücke? Die sind halt, wie gesagt, beide nicht fertiggestellt worden, sondern sind dann praktisch nur die Bögen fertig. Aber die Wege und alles, was noch so dazugehört, um das an die Anlage anzuschließen, die sind praktisch nicht fertig geworden. Also roundabout so 2000 Leute waren hier zugange in der Anlage beschäftigt und auch noch mal so um die 200 bis 300 Soldaten, die das hier mit überwacht haben und die hier stationiert gewesen sind.